Der Film Gladiator beginnt mit der Schlacht der Römer gegen die Deutschen im Jahr 180 in der Nähe des heutigen Wiens. Die Zeit scheint fast 2000 Jahre zurückgedreht zu sein. Und sie sehen einen echten Kampf. Pfeile fliegen, der Wald brennt, zottelhaarige Männer tragen Keulen. Sie sind Barbaren. Die Römer, die den Germanen begegneten, haben Erinnerungen an sie hinterlassen, wo es schwer ist, Wahrheit von Fiktion zu unterscheiden. In ihren Augen waren die Deutschen eine widerspenstige Horde von Barbaren, durstig nach Blut und Beute. Solche Zeitgenossen erschienen ihren deutschen Nachkommen später. Deutschland hat sich, wie Russland, historisch allmählich aus ein heterogenes Konglomerat aus Ländern, Völkern und verschiedenen Dialekten. Ihr sind Dinge widerfahren. Von Deutschland mit fortschrittlicher Wissenschaft zur Kristallnacht. Und all die monströsen Dinge, an die man sich nicht erinnern kann, ohne des Grauens. Wie die Geschichte zeigt, ist fast alles, was in der Europa wurde, unweigerlich mit den Deutschen in Verbindung gebracht. Das 20. Jahrhundert war für die Deutschen besonders tragisch. Die glühenden Verfechter der Legende von der Überlegenheit des deutschen Geistes mussten die totale Niederlage in 2 Weltkriegen zu ertragen und in ein zerrüttetes Zuhause zurückgeschlagen. Heute werde ich Ihnen erzählen, wie diese Nation entstanden ist. Ich beginne meine Geschichte, wie immer, mit ihrem Namen. Die Deutschen nennen sich Deutsche. Das Wort kommt vom Althochdeutschen, dutisk, Volk. Die Nachbarn, insbesondere die Franzosen und Spanier, nennen die Alimanen, die Italiener Tileskens, die Finnen Sachsen, die Engländer sind die Deutschen, die Slawen und die Ungarn. Nemki. Die englische Version erwies sich als die hartnäckigste, was dazu führte, dass die Verwirrung der Begriffe. Im Englischen bedeutet German Deutsche, und Germany ist ein Land der Deutschen. Das Wort Germania wurde bereits im alten Rom verwendet, und die Römer entlehnten ihn höchstwahrscheinlich von den der Griechen. Antike Autoren haben unterschiedliche Versionen über den Ursprung dieses Namens vorgelegt. Am glaubwürdigsten ist die Ansicht, dass das Wort keltischen Ursprungs geht entweder zum Ger, einem Nachbarn, oder aber zu dem Schlachtruf Gern. Es sei auch darauf hingewiesen, dass das Wort Ger im Germanischen bedeutet Pfeil, ein kurzer, geworfener Speer, mit dem von den Deutschen häufig im Kampf eingesetzt. So kann das lateinische Wort Germanus eine Zusammensetzung sei aus Ger plus Menes für Hand mit Pfeil. Oder die germanischen Wörter Ger plus Mann für Mann mit einem Pfeil. Von einem Stamm, der von Julius Caesar so genannt wurde im 1. Jahrhundert vor Christus, ist es ein Name. Die Römer dehnten es bald auf alle mit ihnen verwandten Stämme aus, die östlich des Rheins bis zum Oberlauf der Donau lebten. Die Deutschen selbst haben sich nie als solche zu erkennen gegeben, ein Volk zu sein. Was den Namen Deutsch betrifft, so ist zu bemerken, dass nach der altrussischen Dokumenten wurde dieses Wort im Sinne eines Ausländers verwendet in der 12. Jahrhundert und fand sich im allgemeinen Sprachgebrauch sogar in der 19. Jahrhundert. Im gemeinen Volk wurden nicht nur die Stammen als Deutsche bezeichnet, aber auch diejenigen, die nicht in der Lage waren, Slawisch zu sprechen, und trug das Alte Testament in seiner eigenen Sprache bei sich. Die Nowgoroder Chronik von 1203 bietet eine etwas andere Interpretation der Ursprung des Wortes Nemek, das diejenigen, die in einem anderen Land leben, bedeutet. Das erklärende Wörterbuch von Wladimir Dal bietet eine klare Erklärung, dass die Deutschen Nemki in Russland alle Ausländer mit Ausnahme der östlichen Völkern, und alles Europäische wurde automatisch mit dem Präfix Nemechini, deutsche Tradition, deutsche Schuhe, deutsche Kleidung, etc., etc. Nikolai Gogol in seinem Werk Die Nacht vor Weihnachten aus dem 19. Jahrhundert schrieb, ein Deutscher ist, wer Deutscher genannt wird, nur aus einem fremden Land, selbst wenn er Franzose wäre oder ein Cäsarian oder ein Schwede, alle Deutsche. Zeitweise wurde das Wort als Schimpfwort angesehen. Europäer, die nicht orthodox waren, wurden damit bezeichnet, so genauso wie die Muslime als Basurmanen bezeichnet wurden. Und hier eine weitere Hypothese. Die Deutschen wurden wegen des germanischen Stammes der Nemetes als Deutsche bezeichnet. Wie auch immer, die Frage, warum Deutsche Nemki genannt werden, gibt es 3 Untertöne. Linguistisch, mein dein Nicht-Verstehen, ethnisch, Nemetes und geografisch, er ist nicht aus unserer Gegend. In der russischen Sprache gibt es ein Wort Germanes,
aber was heute der Name für die alten Stämme ist, die in Europa waren und die Verwendung des Wortes Germanes als Synonym für die Deutschen begrenzt ist. Germanes im Wörterbuch ist als veraltet gekennzeichnet, Deutsch in der literarischen Sprache ist vorzuziehen. Die Deutschen gehen auf alte germanische Stämme zurück, die sich in der ersten Jahrhunderten nach Christus mit den Kelten im Südwesten und dem Süden des heutigen Deutschlands, sowie mit den Reten in den Alpen. Und die Deutschen sind auch unter den Germanes bei das Vorhandensein von slawischem Blut. Die nördlichen, östlichen und sogar nordwestlichen Territorien des Deutschlands waren vor vielen Jahrhunderten von Slawen bewohnt. Es geht um die Polapski-Slawen, die eine so große Zahl von Stammesverbände wie die Lutichi, Botrichi, Lusatianer, Pomorianer und Rojans bildeten. Es wird vermutet, dass vor den Slawen einige Menschen hier alte germanische Stämme gelebt haben. Allerdings haben sie sehr seltsame Namen Rogas, Wiesen, Varinas, Viles. Sprachwissenschaftler sehen in ihnen auch slawische Ursprung, nur von der deutschen Kehle überliefert. Ab dem 13. Jahrhundert wurden die baltischen Stämme der Preußen germanisiert und die Slawen in Schlesien. Bis heute ist die slawische Identität im deutschen Milieu nur bei der Lausitzer gerettet. Die Deutschen haben lange vor der großen Völkerwanderung im 4. bis 7. Jahrhundert eine Menge europäischer Völker gelöst. Aus diesem Grund haben die Wissenschaftler keine Möglichkeit, den Namen des Germanen zu einer bestimmten Haplogruppe zu ordnen. Es wird allgemein angenommen, dass die Deutschen aus 3 Hauptlinien R1a, I1, R1b sind. Dennoch ist es möglich, die Verwandtschaft zu ermitteln. Zum Beispiel sind 16% der Deutschen und 23% der Österreicher von der Haplogruppe R1a sind. Sie ist auch bei vielen Slawen verbreitet. Sie sind jedoch nicht die einzigen. Aber dennoch, das, was dem Blut am nächsten kommt zu den Deutschen, betrachten Wissenschaftler die Dänen und die Südschweden. Schließlich sind ihre germanischen Vorfahren aus indoeuropäischen Stämmen hervorgegangen. Siedelten in Jütland, an der Unterelbe und in Südskandinavien im 1. Jahrhundert vor Christus. Ihr angestammtes Zuhause war Nordeuropa. Von dort aus begannen sie, nach Süden vorzudringen. Dabei kamen sie in Kontakt mit indigenen Völkern von den Kelten, die nach und nach verdrängt wurden. Von ihnen unterschieden sich die Deutschen durch ihre hohe Statur und ihre blauen Augen, mit einer rosafarbenen Haarfarbe und einem kriegerischen und unternehmungslustigen Aussehen. Die Deutschen werden gemeinhin in 3 Gruppen eingeteilt. Die nördliche Gruppe wurde von den Bewohnern der skandinavischen Halbinsel und der Ostsee repräsentiert, die Küste der Svionen, Dänen und anderer Stämme. Die östliche Gruppe diejenigen, die östlich des Flusses Elbe lebten, Goten, Vandalen, Burgunder und andere. Die wichtigste Gruppe sind die Westdeutschen, die wiederum in 3 Zweige unterteilt wurden. Die ersten sind die Stämme, die am Rhein und in der Weser lebten. Dazu gehörten Botavs, Hettis, Russen und andere. Der zweite Zweig umfasste die Stämme an der Nordseeküste. Das sind die Kimuren, die Tevtonen, die Friesen, die Sachsen, die Armeln und andere. Der dritte Zweig war die Allianz der Herminons, zu der auch die Svevi gehörten, Langobarden, Markomannen, Quaden, Semnonen und Hermundoren. Im 3. und 4. Jahrhundert schlossen sich zahlreiche Stämme in die großen Bündnisse der Alimannen, Franken, Sachsen, Thüringer und Bayern zusammen. Von der nördlichen Gruppe stammten die Schweden, Dänen, Norweger und Isländer. Zur westlichen Gruppe gehören die Engländer, Niederländer und Deutschen. Die Stämme der östlichen Gruppe lösten sich unter anderen Völkern auf, so dass die nur geografische Namen in Europa, zum Beispiel Burg Underoth bilden. Die erste große militärische Auseinandersetzung zwischen den Deutschen und Rom fand im Jahr 113 vor Christus statt, als die Teftens besiegte die Römer bei Norica und verwüstete alles auf dem Weg zur Invasion in Gallien. Im 1. Jahrhundert vor Christus Svevi versuchten in Ostgallien Fuß zu fassen, wurden aber von Julius Caesar besiegt. Nach diesem Triumph fielen die Römer wiederholt in die Gebiete der Deutschen, bis im 1. Jahrhundert Armenien die Führer der Russen ihre Legionen im Teutolischen Wald nicht besiegen konnten und die alte Grenze für eine gewisse Zeit entlang des Rheins bilden. Zwar rächten die Römer diese Niederlage, aber alle haben weitere Eroberungen von deutschem Gebiet verhindert.
Das Römische Reich zog sich jenseits des Rheins zurück und mit Ausnahme der kleinen Ausbrüchen ließen die Deutschen in Ruhe. Man kann sich nur fragen, was aus dem Roman Deutschland geworden wäre. Was wäre, wenn das Römische Reich mit seinen Tempeln, Amphitheatern und einem Rechtssystem bis zur Weichsel reichte? Aber die Geschichte kennt keinen Konjunktiv. Es ist passiert, wie es passiert ist. Im 4. und 5. Jahrhundert begannen germanische Völker, sich auf der Insel niederzulassen und gründeten dort die barbarischen Königreiche der Angelsachsen in Britannien, die Franken in Gallien, die Alimannen im Südwesten Deutschlands, Visigoths in Spanien, Osgoths in Italien. Im Jahr 410, zum ersten Mal seit fast 800 Jahren. Rom wurde von den Visigothen eingenommen und geplündert. Nach 45 Jahren wurde es von Vandalen übernommen und geplündert. Im Jahr 476 haben die Deutschen, die in der römischen Armee dienten, die Existenz des Reiches beendet, indem sie den letzten Kaiser Romulus Augustula stürzten. Die Franken werden erstmals in europäischen Chroniken des 3. Jahrhunderts erwähnt. Die Bedeutung des Wortes Franken ist noch nicht geklärt. Die Sache ist, dass es nicht nur ein Name eines Stammes ist, sondern ein ganzes Bündnis von germanischen Stämmen. Die wilden und zügellosen Franken waren für das Römische Reich sehr lästig. Im 5. Jahrhundert wurden sie so wild, dass fast die gesamte Provinz Gallien, die Heimat von Asterix, erobert haben, die zu diesem Zeitpunkt zu Rom gehörte. Ihr Anführer, Chlodwig, errichtete dort sein Frankenreich, der nicht lange anhielt. Im Jahr 843 teilten die 3 Enkel Karls des Großen und besiegelten sie mit dem Vertrag von Verdun. Und der Schwur wurde in beiden Sprachen aufgesagt, in Französisch und Deutsch. Es entstanden 3 Staaten Lothringen, der westfränkische Staat, das künftige Frankreich und das Königreich Ostfrankenreich, das heutige Deutschland. Später fusionierten einige Franken mit den lokalen Kelten und wurden niederländisch und flämisch. Die anderen Franken sind Deutsche. Was die 3. Franken betrifft, die von den Galliern beeinflusst wurden und in noch größerem Maße von Römern, die wurden später Franzosen und Wallonen. Ja, die Vorfahren der Franzosen sind Germanen. Das ist die interessante Verwandtschaft zwischen den Deutschen und den Franzosen. Im 10. Jahrhundert wurde das Ostfränkische Königreich durch das Heilige Römische Reich germanischer Nation ersetzt, das bis zu den Napoleonischen Kriegen des 19. Jahrhunderts dauerte. Mehr als 300 unabhängigen Staaten lebten in diesem Gebiet. Die Deutschen haben nicht einmal daran gedacht, dass sie Deutschen, Bayern, Sachsen, Bruchsachs etc. bezeichnen. Im 16. Jahrhundert manifestierte sich der Prozess der Konsolidierung des Volkes vor allem bei der Schaffung einer literarischen Sprache. Aber es gab eine religiöse Spaltung der Deutschen in Katholiken und Protestanten, was zu ihren späteren Differenzen im Leben und der Kultur. Die schwache wirtschaftliche Entwicklung, die Kriege verursachten im 18. und 19. Jahrhundert die Einwanderung der Deutschen nach Amerika und Europa, einschließlich ins Russischen Reich. Übrigens wissen nur wenige Menschen, dass Trumps Nachname deutschen Ursprung ist. Es gibt sogar eine Geschichte, dass in den USA irgendwann einmal die Frage der Anerkennung von deutscher Sprache als Staatssprache eine Realität war, aber es fehlte eine Stimme. Die Deutschen eröffneten die ersten Kindergärten und brachten mit den Baum zu Weihnachten zu schmücken, ein beliebten Straßenessen mit Hot Dogs und Hamburgern. In Europa jedoch im 1815, nach dem Sieg über Napoleon, schuf der Wiener Kongress eine neue Ordnung. Eine germanische Union von 38 Staaten wurde gegründet. Dieses Ereignis bedeutete keine endgültige absoluten Einigung Deutschland. Das Staatssystem in diesen Staaten reichte von absoluten Monarchie zur parlamentarischen Demokratie. Es gab wenig Gemeinsamkeiten zwischen ihnen und zentralen Macht, niemand viel Aufmerksamkeit geschenkt hat. Doch dann tauchte Kanzler Otto von Bismarck auf. Er hat beschlossen, dass Deutschland endlich vereinigt werden sollte. Die Verwirklichung dieses Ziels wurde durch den Erfolg des Krieges gegen Frankreich 1870 bis 1871 stark begünstigt. Infolgedessen wurde das deutsche Bündnis erheblich gestärkt, durch Reparationen von Frankreich. Länder haben zusammen einen starken Bündnis gemacht, der nun als die Kaiserliches Reich bekannt ist. Die Reformen führten zu einer raschen Entwicklung der Industrie.
Durch die Konzentration der Bevölkerung in den Städten begannen die ethnografischen Merkmale zu verschwinden. Von diesem Moment an kann Deutschland als ein einheitlicher Staat betrachtet werden und die Deutschen als ein Volk zu sehen. Und das war dann auch schon. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video Ihnen gefallen hat. Wenn ja, geben Sie ihm unbedingt ein Like und hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Auf Wiedersehen.